Koppelstangen verbinden Stabilisator und Federbein eines Fahrzeugs. Wenn das Gelenk, so wie hier nach 140.000 Kilometern, keinen nennenswerten Widerstand mehr bietet, kann es beim Einfedern zu einem schlagenden Geräusch kommen. Um die Koppelstangen zu wechseln, muss die gesamte Vorderachse angehoben werden. Wie das geht, seht ihr im verlinkten Video. Nachdem man den Reifen abgenommen hat, schraubt man die obere Mutter der Koppelstange mit einer 16er oder 17er Nuss ab, während man dahinter mit einem 17er Gabelschlüssel gegenhält. Genauso verfährt man mit der unteren Mutter der Koppelstange. Die neue Koppelstange einsetzen und mit 58 Newtonmeter festziehen. Auch bei der oberen Mutter 58 Newtonmeter Drehmoment. Auf der anderen Seite geht es analog. Dann die Räder wieder festschrauben und mit 120 Newtonmeter anziehen. Ich hoffe, euch hat das Video geholfen und gefallen. Wie immer Teile, Beschreibungen etc. in der Beschreibung. Und damit ciao und bis zum nächsten Mal.